möchte kurz vorstellen, eine Ukrainerin, die hier auf der Flucht ist, die auch sich am Volkstrauertag an der Veranstaltung beteiligt hat. Es ist Katja und die ist mit 2 Kindern hierher gekommen und über die sprechen wir dann. Mit der sprechen wir dann gleich. Guten Tag. Ja, vielleicht können Sie kurz mal erzählen, wie Sie aus der Ukraine hierher kamen, was da passiert ist. Ja, In ein paar Worten. meine beste Freundin hat mich angerufen und hat gesagt, Krieg ist angefangen. Ich habe mir sofort Sorgen gemacht und habe angefangen, meine Sachen zu einpacken. Und ich wollte eigentlich laufen, weil keine Ahnung, was da passieren könnte. Dann war ich im Bunker, so das draußen war, also für diese Tomaten und Gurken und so, wie bei ukrainischen Leuten es geht. Ja. Und dann habe ich diese Bomben gehört und gesehen. Es war sehr laut, Kinder hatten Panik und wir auch. Nacht haben wir überlebt und dann haben wir unsere Nachbarn gebeten, dass sie mit dem Auto uns irgendwo mitnehmen. Ja, genau. Und wir hatten eigentlich Angst, weil alles so laut, alles wild. Wir fahren mit dem Auto und haben keine Angst. Und die Bomben fliegen und so. Und haben Sie viele tote Menschen gesehen? Gott sei Dank, nein. Ich habe niemanden gesehen, weil es noch alles angefangen ist. Ja. Ja, Und große Schäden gesehen? Trümmer? Zerstörte Häuser? damals noch nicht. Damals noch nicht. Aber meine beste Freundin ist auch in Irpin geblieben und sie hat das alles mir erzählt. Sie hat angerufen und gesagt dies und das. So, in unserer Stadt ist eigentlich sehr viel Häuser zerstört. Sehr viel. Keine Ahnung. Und sind die meisten Menschen weggelaufen oder sind die meisten noch in Lipin? Also manche Leute sind weggelaufen, aber danach zurückgekommen. Ach so. Ja. Nachdem das wieder aufhörte. Ja. Das Leben geht weiter, aber Menschen haben jeden Tag tierische Angst, dass irgendwas wieder passiert. Und Sie sind dann also über die Grenze gekommen nach Polen? Genau. Ja. Und ich war ungefähr eine Woche in Polen. Danach bin ich nach Deutschland gefahren mit 2 Kindern. Das dauerte ungefähr mehr als 15 Stunden. Sind Sie mit dem Zug gefahren dann? Genau. Und da konnten Sie einfach rüberfahren oder wurden Sie geholt? Oder wie kam es, dass Sie nach Deutschland kamen? Haben Sie sich in den Zug gesetzt und sind einfach nach Deutschland gefahren? Genau. Ja. Ach so. Ja. Und Einfach dann nach Deutschland. in Deutschland? Dann hat mich meine Schwester getroffen, also meine Cousine. Meine Cousine hat mich getroffen und hat mir geholfen mit Essen und Unterkunft und alles und dies und das. Dann haben auch deutsche Freiwillige geholfen. Ja, Und wo kamen Sie dann hin in Deutschland? erst nach Düsseldorf, dann nach Bonn, dann nach Bielefeld, dann schon nach Bad Pyrmont. Ja, Bad Pyrmont. Gut. Und wie finden Sie es in Bad Pyrmont? Sehr schöne Stadt, sehr ruhig. Leute sind ganz nett und freundlich. Bürgermeister macht alles für ukrainische Flüchtlinge. Also der unterstützt immer unsere keine Ahnung, wie das heißt. Also Unsere Wollen. hilft Ihnen bei Ihren Problemen. Ja, hilft Ja. immer. Sehr schön. Und wie hat Ihnen heute die Veranstaltung gefallen? Das hat mir sehr gefallen, weil man muss sich über alles erinnern, damit es
wieder nichts passiert. Ja. Und wir hoffen, dass es bald zu Ende ist, weil die Leute müssen nicht sterben. Auf gar keinen Fall. Ihr Mann ist Soldat. Ist das richtig? Nein, er kämpft nicht, aber er macht auch wichtige Sachen in unserer Stadt. In der Stadt? Ja. Weil nicht alle Menschen müssen oder können kämpfen. Die sollen einfach in Ukraine bleiben, die dürfen nicht raus, weil jederzeit kann hier jemand anrufen und sagen, du fährst kämpfen. Ja. Also als Reserve sind die praktisch dann da. Und er ist jetzt in der Verwaltung irgendwo wahrscheinlich. Er ist in der Stadt, bei der Stadt beschäftigt und muss für Ordnung sorgen. Naja, eigentlich nicht. Er ist als Freiwillige. Also der hilft manchmal Menschen mit dem Essen oder dies und das oder etwas bauen. Wie ist denn die Lage für die normalen Personen in ihrer Stadt? Kriegen die genug zu essen? Haben die einigermaßen Sicherheit oder ist es alles sehr schlimm? Mal so, mal so. Wenn es alles ruhig ist, dann haben Leute genug Essen und Medikamente. Aber am Anfang war es schrecklich. Alle Apotheken waren zu, alle Geschäfte auch. Also diese Krankenhäuser haben sehr kaum gearbeitet. Es war sehr, sehr schlimm. Jetzt ist es besser, aber mancher Teil von der Stadt ist zerstört und Strom gibt es nicht immer. Ja. Also ein bisschen haben die Leute sich daran gewöhnt, aber trotzdem haben sie Angst. Und wie geht es Ihrem Kind hier? Wie kommt das in Deutschland zurecht? Ja, ich habe 2 Kinder. 2 Kinder? Ja, ich habe 2 Kinder. Geht es ganz gut. Ganz gut, weil sie frei sind. Sie können normal leben, normal schlafen, keine Alarm hören. Ja, das ist sehr wichtig. Wie alt sind die Kinder? Mädchen ist 6 Jahre alt und Junge ist 11 Jahre alt. Sie besuchen Schule und Kindergarten und ich mache Integration, Sprachkurs. So, das gefällt mir alles, aber trotzdem möchte ich sehr nach Hause. Ja, das glaube ich. Ja, dann schönen Dank für das Gespräch. Spasiba. Vielen Dank. Ja.